Heute dreht sich alles um eine besondere Diesellok aus der CSSR. Witajcie, draži přátelé, liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, mein dürftiges Tschechisch bitte ich zu entschuldigen. Und dennoch möchte ich heute mit euch gemeinsam einen Ausflug in die tschechoslowakische Eisenbahnlandschaft inklusive Modellumsetzung unternehmen. Im Hintergrund dreht sich bereits auf dem Plattenteller das gute Stück. Es handelt sich um eine ganz besondere Diesellok, von der nur 2 Prototypen entwickelt und gebaut wurden, nämlich die T449.0 der CSD. Das reale Vorbild dieser Diesellok hat eine sehr bewegte und interessante Geschichte, die ich euch auch im Laufe dieses Videos vorstellen möchte. Ansonsten gehe ich wieder auf das Modell ein, auf den Preis, aber eben auch auf die Repräsentation in den verschiedenen Modellbahnpublikationen der DDR. Also seid gespannt und kommt mit auf diese Reise. Nun frisch ans Werk. In diesem Karton befindet sich das gute Stück. Es handelt sich dabei um einen etwas älteren Karton. Wir sehen hier an der Seite Artikelnummer 5430-5-5 für 22,50 Mark. Das bringe ich euch hier wieder sichtbar. Meine kleine Münzensammlung, damit ihr es euch visualisieren könnt. Schon ein wenig Geld, aber nicht das teuerste, was man kaufen konnte im Pico Spur N Sortiment. Jetzt packen wir weiter aus, heraus aus der Packung. Wir schieben das Ganze auf und drin im Schaumstoff sehen wir das gute Exemplar. Die Lok selbst ist hier gut erhalten. Es handelt sich um eine Lok BO von der Achsfolge. Das Modell selbst in Rot und Silbern gehalten. Aufdruck an den Seiten recht detailliert. Unten zum Aufschrauben, da werden wir gleich zu kommen. Hole ich jetzt gleich mal den Schraubenzieher. Hier zunächst mein Einspann-Schaumstoff, um es nicht zu zerkratzen. Das ist ein ganz einfaches Dichtungsteil eines alten Rohres. Und hier liegt sie sicher. Nun schraube ich diese 4 Zylinderkopfschrauben auf. Jeweils eine. Da muss man aufpassen, dass man nicht abrutscht und aus Versehen unten die Plaste zerkratzt. Das wollen wir ja nicht, also schön aufpassen. Und nachdem man das getan hat, nachdem man diese 4 Schrauben geöffnet hat, kann man das Ganze langsam lösen. Nicht mit Gewalt, wenn es hakt und klemmt, dann noch einmal nachschrauben. So meine Empfehlung an euch. Ansonsten sehen wir hier unten den Chassis mit Motor und oben das Gehäuse. Schauen uns zunächst das Gehäuse an. Hier die Halterung, in dem die Schrauben dann sich eindrehen. Und die beiden Gewichte. Bringt schon etwas auf die Waage. Insgesamt wiegt das Modell 120 Gramm, so ungefähr. Die beiden Halterungen und dann der untere Teil, der klassische Motor eingebaut mit den beiden Schnecken, der hier das Getriebe beidseitig antreibt. Unten die Isolation. Ja, im Ganzen gut erhalten. Hier die Zahnräder auch. Alles dreht sich wunderbar. Kein Problem. Der Motor ist auch gut in Schuss. Den habe ich vorher gewartet. Wenn ihr noch nicht wisst, wie man ihn wartet, ich habe ein Video. Oben auf das i klicken, dann könnt ihr nochmal nachschauen. Hier sieht man alle Inhaltsteile. Schrauben kommen gleich noch. Ein gut zu pflegendes Modell, nicht zu viel drumherum. Einfach gebaut, robust, angelegt auf, ja, um Strecke zu machen, wie man sagen würde. Heute möchte ich euch eine andere Seite meiner Musikvorlieben zeigen, nämlich die klassische Musik, im Speziellen die Musik von Antonín Dvořák, der tschechische Komponist schlechthin, dessen Werke auch klassisch unbeleckten Personen bekannt sein dürfte. Als Hörbeispiel empfehle ich euch die slawischen Tänze, indem er typisch folkloristische Elemente seiner Heimat musikalisch aufgenommen hat und verarbeitet hat. Ansonsten war er eine interessante Persönlichkeit, die unter anderem sich auch stark für das Eisenbahnwesen seiner Heimat beschäftigte und ein regelrechter Experte dafür war. Für seine Zeit und für seine Herkunft damals war das schon ein etwas freakiges Hobby, würde man heutzutage sagen, aber hochinteressant. Hört mal rein und genießt. Kommen wir nun mal zur bewegten Geschichte der T449.0.
In den 1950er Jahren waren Dieselloks mit elektrodynamischer Kraftübertragung im Kommen und im April 1958 wurde dann der Auftrag zur Entwicklung einer Export-Breitspurversion einer zweiteiligen dieselhydraulischen Lokomotive erteilt, nach dem Besuch einer sowjetischen Delegation in der CSSR. 2 Prototypen wurden gebaut, Ende 1959 waren die beiden dann fertig. Der sowjetischen Seite war das aber doch zu spät, sie lehnte den Kauf ab. Und so blieben die beiden Loks bestellt und nicht abgeholt, sprichwörtlich in der CSSR. Sie wurden umgebaut für die CSD, also die Staatsbahn der CSSR, und wurden zunächst auf dem Breitspur-Umschlagbahnhof Hanice-Prekursische eingesetzt. Im Januar 1961 war die erste Lok fertig, der Probebetrieb lief und schon im November 1960 erhielt sie den rot-weißen Anstrich, also nicht wie rot-silber wie im Pico-Modell. Sie stand in Konkurrenz zu weiteren Rangierloks dieser Art und deshalb wurde es auch nicht weiter verfolgt. Am 1. Januar 1966 erfolgte die Umspurung auf Normalspur. Sie wurde dann eingesetzt, aber nicht lange. 1968 wurde sie dann ausgemustert und stand bis 1973 in Brünn und wurde dann dort verschrottet. Insgesamt nur 2 Varianten gab es dieser Lok und sie blieb ein Kuriosum, ein Prototyp. Meine Informationen stammen von der hochinteressanten Seite prototype.cz. Hier gibt es auch weitere Informationen um die Lok, um die ganze Geschichte noch eindringlicher empfehle ich euch, habe ich unten in der Beschreibung dieses Videos verlinkt. Schaut doch gerne einmal rein. Im Folgenden wollen wir einen Blick in die Kataloge werfen. Erstvorstellung war im Frühjahrs-Neuheiten-Prospekt von Pico, Baugröße N, von der Messe 1968, Frühjahrsmesse. Hier sehen wir es als starke Universalmaschine der CSD. Stromzuführung über alle Räder ermöglicht störungsfreien Fahrbetrieb, Längenüberpuffer 110 mm. Hier der Katalog von 1974, ist sie auch abgebildet natürlich als bewährtes Modell dieser Jahre. Im Modelleisenbahner von 1966, Heft Nummer 10, haben wir einen Bericht der Neuheiten von der Leipziger Herbstmesse. Hier sehen wir ein Handmuster. Zitat: Die wesentlichen Details sind plastisch auf dem Polystyrolgehäuse wiedergegeben und ein geruhsamer, ruhiger Lauf und sehr gute Fahreigenschaften werden dem Modell beschieden. Im Modelleisenbahner 1967, Heft 4, haben wir einen Testbericht von Fritz Hornbogen aus Erfurt, den Modellbahn-Lok-Steckbrief. Hier werden die Modelle V180, BR 9210 der SNCF und die CSD T449.0 verglichen. Das hat den Grund, weil alle Modelle von Pico quasi auf demselben Modell basieren, selben Chassis aufgebaut wurden. Deshalb wurde wahrscheinlich auch dieses Modell überhaupt erst genommen. Man wundert sich, warum dieser Prototyp der CSD und keine reguläre Lok. Es hat wahrscheinlich einfach den Grund, weil es austauschbar war und man einfach ein neues Gehäuse basteln konnte, auf den bestehenden Chassis aufsetzen konnte und schon hatte man die Produktpalette wesentlich erweitert. Die Lok taucht häufiger auf verschiedenen Anlagen jener Zeit. Hier ein Beispiel aus dem Modelleisenbahner 1968, Heft 2, Hermann Hahn, eine N-Anlage. Er war mit seinen Loks hier sehr zufrieden. Seit 1966 keine Reparatur an den Loks, obwohl sie, Zitat, fast jeden Abend ausgiebig in Betrieb sind. Weiterhin ein kleiner Bericht im Modelleisenbahner 1968, Heft 3 von Bernd Anders aus Gelenau im Erzgebirge. Der hatte bis vor wenigen Monaten eine H0-Bahn, so heißt es hier. Im Frühjahr 67 sei er auf Spur N umgestiegen und hat hier eine tragbare, transportable Anlage gebaut. Der Bahnhof Lichtenberg, den auch ich auf meiner Anlage habe, ist hier mit modernen Gebäuden zu sehen. Dann im Weiteren im Modelleisenbahn 1969, Heft 7 von Herbert Kohl aus Leipzig. Der hat aus Platzmangel seine H0-Anlage verkauft und die neue Spur N-Anlage im Wandschrank installiert. Das Argument sei hier nicht nur der Platz, sondern eben auch die Verfügbarkeit und dass man auf kleinen Raum noch mehr erreichen kann. Interessant in diesen Fotografien sind die vielen modernen Gebäude, auch der Bahnhof Lichtenberg beispielsweise. Dort steht eben auch die T449.0. Im Modelleisenbahner 1969, Heft 11, haben wir von Harald Bürger aus Radeberg eine Kofferanlage in Nenngröße N. Die hat er vor 1,5 Jahren gebaut, heißt es dort. Eine CSD-Lok. Auf dem Abstellgleis ist hier zu sehen. Dahinter das Stellwerk Neustadt von OVO. Das habe ich auch auf meiner Anlage.
1969, Heft 12, haben wir Dokumentation des Modellbauwettbewerbs Spur H0. Sehen wir hier einen Selbstbau von Miroslav Vízek aus der CSSR. 1970, Heft 2, haben wir einen Bericht der Modellbahn AG in Wolfen, eine Gemeinschaftsanlage. Hier heißt es, dass es bisher nicht sehr viele Gemeinschaftsanlagen für die Spur N gegeben habe. Hier aber hat es sich doch eine Gruppe von 12- bis 17-Jährigen unter Anleitung eines erfahrenen Modelleisenbahners getraut, diese Anlage in einem Jahr Bauzeit zu errichten. Zugleich wird etwas kritisch angemerkt, dass das Angebot an Zubehör noch recht mager und einseitig sei und man dies eben hier auch sehen könnte. Auch im Modellbahnkalender von 1982 war die T449.0 abgebildet. Hier eine N-Anlage aus Ústí nad Labem in der CSSR und auch Modelleisenbahner 1980. Hier haben wir sogar einen Umbau, einen Selbstbau, eine Neulackierung der Lok in einer fantasievollen türkisenen Lackierung. Ebenfalls um eine Umlackierung handelt es sich hier bei den Bildern, die mir René herzlicherweise zur Verfügung gestellt hat von seiner wunderbaren Modelleisenbahn aus dem Forum piconbahn.de, was ich auch sehr empfehlen kann, ist auch unten verlinkt. Die Lackierung gefällt mir ausnehmend gut, toll umgesetzt, auch das ganze Ambiente passt perfekt und dann auch die anderen Pico Spur N Lokomotiven und Wagen, einfach ein CSD-Panorama vom Feinsten. Generell lege ich euch die Seite piconbahn.de ans Herz. Eine tolle Recherchequelle. Hier ist auch die T449.0 von Pico noch einmal vorgestellt, in allen Varianten, in allen Details. Eine tolle Seite, ein tolles Nachschlagewerk. Unbedingt besuchen, wer noch nicht da war. Macht Riesenspaß zum Recherchieren, man findet alles. Anschließend an meine Ausführungen möchte ich euch nunmehr einige Impressionen vom Einsatz des Modells auf meiner im Bau begriffenen Anlage zeigen, sowohl mit Zement-Silo-Waggons als auch mit Doppelstock-Waggon der CSD. Ich hoffe, die Impressionen gefallen euch, ihr habt bis jetzt Spaß gehabt, ihr habt durchgehalten. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich über Kommentare freuen und da bald auch die 1000 in Sicht ist, 1000 Abonnierende, würde ich mich sehr freuen, wenn der eine oder die andere noch abonnieren würde, damit wir die 1000 voll kriegen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Gute, bis bald, Glück auf und fahrt frei.